dass der Herrgott den Weg in den Himmel ja bahne. Aber bitte mit Sahne. Noch ein Tässchen Kaffee. Hallo, mein Name ist Jan-Markus Wulff. Ich leite bei uns im Europapark die Werbung und hier geht's gleich richtig ab. Der Tag beginnt so, dass ich schon mal grob weiß, was an dem Tag ansteht, indem ich einfach in den Terminkalender reingucke. Nichtsdestotrotz ist er dann immer anders, wie man sich ihn ursprünglich gedacht hat. Wir in der Werbung sind dafür zuständig, dass wir schauen, was steht in dem jeweiligen Jahr an. Bei über 3.500 Grafikjobs, die wir durchballern, da braucht man auch hier und da mal ein bisschen Input. Was sind die Zielgruppen letztendlich, die wir damit ansprechen wollen und wo finden wir diese Zielgruppen? Wie schaffen wir das, diese strategischen Ziele letztendlich umzusetzen? Das heißt grafisch, kreativ und strategisch. Wir werden ja auch immer mal wieder gefragt, wo arbeitet ihr eigentlich? Irgendwie ist das auch ein Rust. Direkten Blick in den Park rein, und zwar hier auf den holländischen Themenbereich. Man hat natürlich auch immer einen entsprechenden Geräuschpegel hier um sich rum. Das macht es letztendlich aus. Also man arbeitet immer in einem Freizeitpark. In dem Produkt, am Produkt, mit dem Produkt. Und das hört man und spürt man und ja, was Besonderes. Ganz wichtig ist, der Coach ist der schlechteste Mann auf dem Platz. Was bringt es, wenn man einen Chef hat, der alles immer besser weiß? Ich kann auch Grafikdesign, aber alle, die jetzt bei mir im Grafikdepartment sitzen, die können das, was sie machen, können sie besser. Und das macht auch mein Team an sich jetzt so zufrieden und so erfolgreich auch. Es gibt eigentlich gar keinen großen Unterschied zwischen einem Teamleiter und einem Bandleader. So die Orchestrierung irgendwie und guckt, dass jeder richtig seinen richtigen Einsatz hat. Und letztendlich wird aber auch nur gemeinsam das Konzert ein Erfolg. Das machen wir auch gleich noch. Also wenn mein Team eine Rockband wäre, dann würden wir die Hütte abreißen. Für mich ist es letztendlich perfekt, wenn ich da, wo ich täglich arbeite, auch zwischendrin mal das machen kann, was ich neben meiner Arbeit aus Leidenschaft mache, nämlich eben mal ein Konzert im Park zu spielen. Wir sind jetzt auf der italienischen Freilichtbühne bei bestem Sonnenschein, wie sich das für Bella Italia gehört. 12 Leute sind wir auf der Bühne. Bevor sowas losgeht, muss man natürlich erstmal aufbauen. Wenn alle Instrumentalisten am Start sind, Drummer, Keyboarder, Gitarrist, und alle soweit am Start sind, dann kommt unser Techniker und verdrahtet uns unsere Instrumente, macht die Mikrofonierung und dann geht es mit dem Soundcheck los. Ich bin so verliebt in meinen Bass. Den habe ich tatsächlich seit, ich glaube, 22, 23 Jahren und klingt immer noch und wird sogar immer besser. Deshalb habe ich nach wie vor meinen Lieblingsbass immer am Start. Also er ist bestimmt niemand, der einfach nur kommt, auf die Bühne steht und am Bass zupft. Wir hatten schon sehr lustige Situationen, dass ich dann gefragt wurde während des Singens, wer denn dieser Typ da sei und wie er heißt. Und dann kamen so Reaktionen wie, he's so hot. Er ist ja schon so ein Sunnyboy auf der Bühne. Ist ja kein Wunder, dass er da auch Blickfang ist. So, wir sind jetzt Backstage. Die Mädels schminken sich gerade noch, einige Jungs auch. Bei dieser Band jetzt hier bin ich schon ein bisschen nervöser, weil es halt einfach eine große Band ist. Wir spielen nicht so oft mit dieser Band. Ich habe schon ein paar Kollegen im Soundcheck durchlaufen sehen. Ich streng mich dann auch ein bisschen mehr an natürlich, weil man sieht in den nächsten Tagen dann die Kollegen. Und dann sagen die, Jan, du hast ja falsch gespielt. Ich hoffe, man hört es nicht. Alright. Wenn nötig, dann spiele ich hier auch den Bass, obwohl ich eigentlich der Werbeleiter hier im Europapark bin. Ladies and Gentlemen, Jan-Markus Wulff! Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss.
Es ist anstrengend, Musik zu machen, natürlich körperlich, aber mental gibt es einem so viel Energie zurück, weil es ist so ein Geben und Nehmen zwischen Publikum und der Band und den Künstlern. Und das ist das Schöne am Musikmachen. Ja, wenn wir Kampagnen planen, dann geht es um irgendetwas, was es noch nicht gibt. Ob es ein Event ist, was es im Folgejahr geben soll, oder ob es eine große Attraktion ist, die es geben soll, dann befindet die sich noch im Bau. Für uns ist dann immer die Herausforderung, etwas, was es noch nicht gibt, in eine Bildsprache umzusetzen. Wir setzen uns alle zusammen bei uns im Team und überlegen uns, wie kann das dann aussehen letztendlich, so, wenn es dann final fertig ist, dieses Key Visual, mit dem wir dann arbeiten wollen. Da setzt sich dann unsere Illustratorin dran, die macht sich Notizen und bringt das dann schon mal so in eine erste Form. Und wenn wir dann auf der richtigen Spur sind, dann wird es entsprechend ausgearbeitet. Das heißt, da werden dann Shootings gemacht mit Models, die wir extra casten. Wir haben aber immer noch das Problem, dass es die Attraktion nicht gibt. Wir haben da bei uns im Team sehr viele Photoshop-Cracks, die aus nichts wirklich irgendwas bauen können, was eigentlich nicht da ist. Und das in Kombination mit 3D, das ermöglicht uns also sehr viel. Hier befinden wir uns in der Werbetechnik bei uns. Das ist ein mittlerweile auch sehr großer Bereich. Wir entwickeln die Druckdateien bis zur fertigen Datei. Die gehen dann hier in die Werbetechnik rüber. Und deshalb sieht man auch diese riesigen Schneidetische und die riesen Druckmaschinen da hinten. Hier werden dann wirklich auch die großen Formate gedruckt. Also alles, was im Park an Werbeflächen zu sehen ist, das entsteht hier. Das wird hier ausgedruckt mit Daten, die wiederum von uns kommen. So, was haben wir denn hier? Huch. Ja, das ist hier eine Fahne für die Zufahrtsstraße. Da wird der neue Kinofilm beworben, der ab nächstes Jahr überall weltweit, ist auch was Neues, weltweit in die Kinos kommen wird. Da geht es ja darum, dass die Leute ins Kino gehen, dort wo sie wohnen. Beim Europapark ist es immer so, den gibt es nur einmal und den gibt es hier in Ruß. Das legen wir wieder hin, sonst kriegen wir Ärger mit der Chefin. Mein Studio ist in einem 180 Jahre alten Fachwerkhaus, was wir seit 2 Jahren aufwendig umgebaut haben. Die ganzen Ideen, die ich so im Kopf habe, versuche ich hier nicht zu Papier, sondern auf den Computer zu bringen und aufzunehmen. Dann kann es jetzt losgehen. Dieser Song Dein Moment war ein paar Jahre lang der Image-Song letztendlich vom Europapark. Da war ich, glaube ich, 1 Jahr im Park und schwupps ist man in den Shops gelandet vom Park mit der eigenen Single. Das war auch irgendwie ein großer Moment. Das war mein Moment letztendlich mit dem Song Dein Moment. Es wurde dann auch noch ein Shooting gemacht und dann das Cover gemacht. Der Text ist so lange her, ich muss erst mal gucken. Und du spürst das Kribbeln auf der Haut. Und dann geht, das ist dein Moment. Komm und lebe. Und erfüll dir deinen Traum. Das ist zu klein, ich kann es nicht mehr lesen, ich werde alt. Scheiße. Da wurde ich angefragt, magst du nicht auch noch 1, 2 Songs für unser Winteralbum beisteuern? Und ich habe gesagt, klar, ich habe auch schon eine Idee. Ich hatte noch keine Idee, ich habe gesagt, ich habe schon eine Idee. Erstmal ist mir der Titel eingefangen. Was ist ein schöner Titel? Ich wollte nicht unbedingt irgendwas, wo das Wort Christmas oder Weihnachten oder so mit drin vorkommt, schon im Titel, sondern je mehr Menschen auf der Welt lächeln, desto heller wird der Planet. Every smile is a light. Jedes Lächeln ist ein Licht. Ja, hier sind wir an meinem Lieblingsort bei uns zu Hause. Gitarre, Natur, Wasser, frische Luft. Mehr braucht man nicht. Hier kann man gut sitzen, gerade bei so schönem Wetter und ein bisschen rumprobieren. Und hier kommen eigentlich die besten Ideen auch tatsächlich. Na 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 na. There's a snowfall in the darkness. There's a glimmer where hope shines. There's a place inside your heart that keeps you warm through winter time. You can stand against the coldness. You can live your life in cheer. You can have yourself a holiday that lasts through all the year. Also wenn wir jetzt Gesangsaufnahmen machen, dann haben wir dafür ein Gesangsmikrofon. Und da hat man hier so ein Soundschild noch, sodass die Umgebungsreflexion aus dem Raum nicht ins Mikrofon reinkommen. Es darf nicht trocken sein, es muss einfach schön klingen, so ein Raum. Und muss man jetzt nur noch schön singen und das werde ich jetzt mal ausprobieren.
that will shine all through the night. Every day's another chance, 'cause every smile is a lie. Das ist natürlich hier. Wenn man das reinmacht, dann klingt es per se schon mal nach Rentierschlitten. Shaker dazu. Was haben wir dann noch? Streicher. Das Klavier. Every day is another chance, 'cause every smile is a lie. Hier mit EP Express jetzt gleich. Hat sich das jetzt verändert hier? Jetzt ruft mich der Gerhard, jetzt rufen mich alle an. Wie ist denn jetzt der Plan? Also laut unserem Plan seid ihr bei Voltron gleich. Alles klar? Nee, alles gut. Guti. Bis gleich. Wir laufen jetzt gerade zum kroatischen Themenbereich und werden da zum Shooting mit den Rollstuhlfahrern und Fahrerinnen dazustoßen, weil das ein Bestandteil wird von unserem Shootingplan. Das Thema Barrierefreiheit ist nicht nur bei uns im Park natürlich ein Thema, sondern es ist ein globales, insgesamt ein allgemeines Thema. Und deshalb haben wir jetzt ein Shooting anstehen. Hallo, ich bin der Jan, freue mich. Servus, ich bin der Jan. Wir bauen dieses barrierefreie Thema, das bauen wir nach wie vor immer weiter aus. Und dass man das auch wirklich machen kann. Das kann man selber eigentlich abschätzen, aber wirklich beurteilen können wir es nicht. Und deshalb ist es immer spannend zu wissen, ob das auch wirklich so ist, dass wir gut klarkommen. Ist dem so? Ja. Ja? Cool. Da wurde in den letzten Monaten und auch Jahren wurde sehr viel gemacht hier im Park. Das gilt es auch zu kommunizieren, auch bei uns in der Werbung, dass man auch Menschen mit gewissen Einschränkungen auch zum maximalen Freizeitspaß verhelfen kann. Okay, wir sind durch, kann fahren. Ich habe auch nie geplant, irgendwann mal als Werbeleiter in einem Freizeitpark zu arbeiten. Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie und wollte eigentlich Rockstar werden. Dann musste ich mich natürlich entscheiden, bin ich weg, also auf den großen Bühnen oder zumindest beim Versuch auf die großen Bühnen zu kommen. Ich mache ein bisschen Rock'n'Roll nebenher und habe ich mich dann für die Familie entschieden und deshalb habe ich gesagt, nee, ich muss irgendwas Solides machen. Ich durfte auch noch mal Papa werden und durfte noch mal heiraten. Wenn alle Stricke reißen abends und die Kleine nicht schlafen will, dann wird tatsächlich auch die Gitarre ausgepackt, wo die Kleine dann wirklich auch total fasziniert dann zuguckt und dem Papa wirklich an den Lippen klebt, ne, wenn er die Gute-Nacht-Lieder singt. Ich habe ganz schnell gesehen, dass es halt eben nicht einfach nur ein Freizeitpark ist, weil wir den Anspruch haben, alles am besten zu machen. Werbung funktioniert über Emotionen. Bei einem Freizeitpark ist es halt so, das ist schon pure Emotion. Und letztendlich ist das genau mein Metier und das macht mir Spaß, Leuten eine Freude zu bereiten. Und egal von welcher Seite, ob man eben auf der Bühne steht oder es über die Werbung den Besuchern schmackhaft macht, ist einfach schön, wenn man den Leuten eine Freude bereiten kann. So, das war unser barrierefreies Shooting. Hat alles super geklappt. Auch meine beiden Kollegen waren total happy. Wir haben die ganze Disco, das ist manchmal nicht ganz einfach, haben wir sportlich runtergearbeitet und wir haben alles im Kasten letztendlich. In den nächsten Tagen kriegen wir die Fotos, werden noch ein bisschen retuschieren und dann kann es mit der Kampagne losgehen. Jetzt muss ich allerdings ganz schnell gehen, weil ich habe ein nächstes Meeting, da geht es um 50 Jahre Europapark. Ich darf noch nicht verraten, was es ist, aber es wird cool.